Servus Leute und willkommen zu einem weiteren Battlefield 5 Video. Vielen Dank, dass ihr einmal mehr mit am Start seid. Leute, ich bin zurück im Cockpit und zwar heute im Sturzkampfbomber B1. Dazu hatte sich Fred ein Video gewünscht. Dementsprechend schauen wir uns das Teil in den Spezialisierungen an. Wir checken, wo und wie setzt man das Ding am besten ein. Also gegen Fahrzeuge, gegen Flugzeuge, gegen Bodenziele, gegen Infanterie, all das checken wir im heutigen Video. Und wenn auch ihr einen Wunsch habt zu einer bestimmten Waffe bzw. einem Flugzeug oder Fahrzeug, dann packt mir das an der Stelle doch sehr gerne in die Kommentare und dann werde auch das ich mir früher oder später einmal anschauen. Starten wollen wir wie immer mit einem kurzen Überblick. Und zwar Sturzkampfbomber genauso wie die Mosquito ist so das Mittelflugzeug in der jeweiligen Klasse. Das heißt, wir haben ja einmal Jäger, wir haben Sturzkampfbomber bzw. Mosquito auf der englischen Seite und wir haben die schweren Bomber. Das heißt, das Ding liegt irgendwo in der Mitte und das macht es für mich auch ziemlich aus. Wir haben ja hier zwei Varianten. Wir besprechen heute die B1, die vorrangig auf Bomben geskillt ist. Und dann ist es natürlich so, dass sie besonders gut gegen Bodenziele, das heißt Flaks, wie ihr hier im Hintergrund schon die ganze Zeit seht, Panzer, Fahrzeuge, etc., natürlich auch Infanterie geeignet ist. Im Luftkampf ja einigermaßen mithalten kann, aber natürlich nicht so wendig ist wie ein Jäger, dafür wendiger als ein Bomber. Also auch da sehr, sehr ausgeglichen. Und zusätzlich muss man sagen, hat das Ding im Luftkampf natürlich auch noch den Vorteil, dass wir einen Passenger-MMG zur Rückseite raus haben. Also sollte sich jemand hinter uns geklemmt haben, können wir den Gegner zumindest ein bisschen ablenken. Wenn es auch ja kein geübter Pilot ist, dann bekommt er vielleicht auch ein bisschen Angst und dreht ab. Oder ihr bekommt ihn auch gleich mit dem MMG down. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, Stuka wirklich sehr, sehr ausgeglichen und hat natürlich den Vorteil gegenüber einem schweren Bomber, dass die Anflugkurve, ihr könnt da wirklich sehr, sehr steil und damit auch schnell anfliegen, dadurch seid ihr auch schwerer zu treffen. Nichtsdestotrotz ist es natürlich so, Ausgeglichenheit hat auch ein bisschen Nachteile in Anführungszeichen, auch wenn sich das erstmal komisch anhört. Natürlich, das Teil ist nicht so wendig wie ein Jäger, dadurch auch nicht so gut im Luftkampf und hat natürlich auch nicht so viele Bomben dabei wie ein schwerer Bomber. Dadurch seid ihr natürlich auch wesentlich öfter beim Aufmunitionieren, logischerweise, weil ihr gar nicht so viele Bomben dabei habt. Dafür das, was ihr dabei habt, ist wirklich sehr, sehr effektiv in Kombination mit diesem steilen Anflug, wie ich schon mal gesagt habe. Sehr, sehr treffsicher, also die Bomben, die gehen wirklich gut ins Ziel rein und ja, ihr könnt natürlich auch ein bisschen was im Luftkampf reißen. Also gerade jetzt so gegen einen Bomber, ich meine, das ist jetzt vom Agilitätslevel Marke Kühlschrank, würde ich mal sagen, aber nichtsdestotrotz, ihr kommt dem Bomber easy hinterher und für den, sage ich mal, reicht's. Ein Jäger, der hätte schon längst eine enge Kurve, ein Looping, keine Ahnung was gedreht und wahrscheinlich hinter uns gesetzt, keine Ahnung. Aber für so einen Bomber, den kann man auch nochmal zwischendrin ganz, ganz easy wegsnacken. Wenn ihr mich fragen würdet, was ist so meine Priorität, dann würde ich immer sagen, ich starte gerne mit einem Jäger in die Runde. Da kommt für mich Stuka und Bomber, spiele ich also eigentlich mit am seltensten. Aber ja, gerade die B1, die hat wirklich sehr, sehr Spaß gemacht, einfach durch diese treffsicheren Bomben und was man da nicht alles wegsnacken kann. Das ist schon richtig nice, Leute. Eine meiner absoluten Lieblingsziele sind natürlich die Damen und Herren, die sich immer wieder an die Flaks setzen und immer wieder probieren, aber wenn sie das nicht koordiniert machen, sprich eine zweite Flak beziehungsweise in Kombination mit einem eigenen Flugzeug, Teamflugzeug, keine Chance. Schaut es euch an, der kann da draufholzen auf mich. Ich mache einmal, fliege wirklich sehr, sehr steil an, gönne mir während dem Sturzflug, wenn ich leicht angehittet bin, eben die Sofortreparatur. Das saved mich dann, bis die Bomben im Ziel ja, drin sind und dann kann einem wirklich nichts passieren. Ich habe hier etliche Beispiele rausgesucht, wo das immer wirklich sehr, sehr gut funktioniert und dementsprechend solltet ihr natürlich immer, Battlefield ist ein Teamspiel, Squad-basiert, aber gerade wenn ihr im Flugzeug unterwegs seid, braucht ihr Support von euren Mates. Also mindestens eine Flak muss besetzt sein, dass ihr, sollte Not am Mann sein, auch mal die Gegner über eure Flak ziehen. Oder ja, wenn eben Bomber bzw. Sturzkampfbomber unterwegs sind,
dass man auch nochmal eine zweite Feuerkraft am Start hat, weil ansonsten wird es einfach unglaublich schwierig. So, und jetzt wollen wir nochmal ganz im Speziellen auf die Spezialisierungen für den Sturzkampfbomber eingehen, beziehungsweise für das Loadout, das ich euch bei der B1 empfehlen würde. Die B1 ist für mich ein klassischer Bomber, deswegen sollten wir das Flugzeug auch darauf skillen und eben den rechten Weg, wo es halt mehr in Richtung Luftkampf geht, einfach ignorieren mit Höhenpaket und Beschleunigung. Verstärkter Rumpf wäre noch ganz interessant, aber auch die 20 mm Kanonen, das ist nicht das Einsatzgebiet für den Sturzkampfbomber, sondern wir nehmen den linken Weg, das heißt die Schnellreparatur, die sehr wichtig ist, die 4x50 Kilo Bomben, die Bremsklappen, das bewirkt eben, dass wir einfach noch steiler anfliegen können, und ganz zum Schluss nehmen wir noch die dicke Bertha mit, nämlich die 1000 Kilo Bombe, und die holzt richtig rein. Und nachdem wir sowieso in einem in Anführungszeichen Allrounder-Flugzeug unterwegs sind, denke ich, sollte man trotzdem schauen, dass man die Stärken des Flugzeuges einfach spezialisiert. Das gleiche wie bei den Waffen. Also wenn man dann zu allroundig unterwegs ist, dann hat man halt nirgendwo mehr einen wirklichen Vorteil, und dementsprechend packt das Bomben-Loadout rein. Wie ihr seht, man kann auch trotzdem noch im Luftkampf ein bisschen was reißen, aber das ist einfach nicht das primäre Ziel für die Stuka oder den Stuka. Immer wieder bringe ich es durcheinander. Naja, anyway. Ihr könnt mir an der Stelle ganz gerne mal in die Kommentare packen, was denn so euer Flugzeug ist, beziehungsweise euer Loadout, während ich nochmal hier eine wunderschöne Flak mitnehme. Und wir werden uns jetzt abschließend nochmal ganz kurz damit beschäftigen, wie es denn aussieht zum Thema, ja, wie überstehe ich denn auch mal einen Luftkampf, beziehungsweise was mache ich denn, wenn sich ein Jäger hinter mich gesetzt hat. Ja? Also natürlich die Klassiker, eng am Berg entlang fliegen, schauen, dass man ihn irgendwie über die eigenen Flachs natürlich gezogen bekommt oder in die Nähe eurer Teammates natürlich. Was, gebe ich ganz ehrlich zu, im Public ja durch die ganzen neuen nicht immer einfach ist. Aber wenn einer ein bisschen mitdenkt und ihr seid im Flugzeug, dann hilft er. Hat sich trotzdem einer hinter euch gesetzt. Nicht verzagen, das MMG im Background fragen. Beziehungsweise im Backseat. So, Stuka, hab vorher gesagt, hält einiges aus, schön raufhalten und weg mit dem. Einfach nur weg mit dem. Vielleicht war der Flieger nicht 100% geskillt und deswegen ein bisschen schwach, ich bin mir nicht ganz sicher. Selbst wenn euch das nicht gelingt, ihn komplett platt zu machen. Einfach ein bisschen anschießen, ja, ein bisschen ablenken, ein bisschen Geschwindigkeit verlangsamen, sprich Nase nach oben, Sitzposition wechseln, in den reinholzen. Zwischendrin müsst ihr vielleicht nochmal wechseln, um ja, nochmal die Schnellreparatur reinzuhauen und den so lange beschäftigen, bis im besten Fall bekommt ihr ihn selber down, aber ja klar, das gelingt einem nicht immer und ist auch ehrlich gesagt ein bisschen schwierig. Oder bis halt eine befreundete Flak oder ein Mate den Typen halt down holt. So Leute, im Groben und Ganzen war das meine Meinung zur Stuka. Jetzt könnt ihr mir natürlich auch nochmal gerne in die Kommentare packen, was euer Lieblingsflugzeug bzw. auch euer Lieblingsloadout dann auf dem jeweiligen Flugzeug ist. Würde mich an der Stelle wirklich einmal interessieren. Packt mir das gerne in die Kommentare und wir werden jetzt hier im Hintergrund noch den ein oder anderen schmackhaften Multikill abfarmen und ich werde die Gelegenheit vielleicht nochmal nutzen, bisschen für unsere Community Werbung zu machen, und zwar joint uns gerne auf unserem Discord, ja, der wird immer voller und wir haben gute Kommunikation, ihr findet immer jemanden zum Zocken, Link ist wie immer in der Videobeschreibung, auch würde ich mich freuen, wenn ihr ein bisschen Support und Liebe auf den anderen Social Media da lasst, von Instagram, Twitter, über sogar TikTok, ja, also ich gehe alles an, weil alles für die Klicks, nein, Spaß beiseite. Nur Joke, ich würde mich trotzdem über ein bisschen Support freuen und dementsprechend würde ich sagen, wir sehen uns zum nächsten Video, beziehungsweise zum nächsten Livestream, der ist nämlich am Donnerstag jeweils. Bis dahin, euer A-Team.